Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ja, macht es euch erstmal bequem. Nehmt euch ein Getränk, was zu knabbern und was erwartet euch heute hier? Auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive. Wir schauen uns vieles aus psychologischer, aber auch aus philosophischer Sichtweise heraus an. Wir wollen so viele Layers wie möglich aufdecken in der Musik. Und heute haben wir eine Künstlerin, mit der ich mich früher viel beschäftigt habe in meiner Freizeit, deren Musik ich gefeiert habe. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Video gedroppt zu der Kür von Ilja Malinin. Und dort gab es eine Empfehlung zu Sia und zu diesem Video, was jetzt kommt, dieser Live-Version. Das heißt, ich kenne den Song Breathe Me von früher, aber ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich weiß nur, dass ich ihn gut fand. Und ja, ich dachte, wir legen gleich mal los und schauen, was dieser Song so für uns enthält und was wir daraus so sehen können. Genau. Von daher, lasst uns loslegen. Achso, und natürlich, wenn ihr mehr Lust habt auf solche Videos, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt meinem Video ein Like und gerne auch in die Kommentare, was ihr euch noch wünschen würdet, Künstler oder anderer Song von Sia. Und dann gucke ich, ob ich das auschecke. So, und los geht's. Well, there's a pitch to the guitar. This next tune is a song called Breathe Me. Don't be sad. I've done it again. I've been here many times before. I hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to blame. Be my friend. Hold me here at me. And for me, I am small. I need you to warm me up and breathe me out. Okay. Kurz sammeln. Wunderschön. Das, das vibriert hier drin sogar noch nach. Ich finde es immer ganz spannend. Auf der einen Seite kann ich so einen Vibrator in der Stimme unglaublich gut zu schätzen wissen und das kann sehr emotional sein. Und dann gibt es manchmal so einen Punkt, wo es mir too much wird, zu gewollt ist. Und ich finde, die meiste Zeit ist sie genau an der Stelle, wo es mich total emotional abholt. Und ein, zweimal kratzt sie so an dieser Grenze für mich, wo es mir too much wird und für mich dadurch die Emotion wiederum verloren geht. Das ist ganz spannend. Aber es ist ganz schön für mich gerade, weil wie gesagt, ich kenne Sia und ich kenne den Song. Und ich habe ihn jetzt ewig nicht gehört. Und vielleicht kennt ihr das mit Songs, wenn ihr so Sachen aus der Jugend, Kindheit oder aus bestimmten Phasen eures Lebens habt, unter anderem Songs, die ihr da rauf und runter gehört habt, weil es gerade so gut zu eurem Leben gepasst hat. Und wenn ihr die Jahre später hört, dann versetzt es euch zurück in diese Zeit von damals. Und so geht es mir gerade mit dem Song. Das heißt, ich habe das zu einer Zeit gehört, wo ich mich selber sehr verloren gefühlt habe. So. Und ich bin gerade noch mal zurückgesprungen in diese alten Emotionen, die sind immer noch hier drin durch die Erinnerung, kann mein
Körpergedächtnis das wieder aufrufen. Es geht mir auch genauso umgekehrt mit richtig coolen Songs aus meiner Jugend, wo ich die ersten Male tanzen gewesen bin oder was auch immer, so. Ähm, ersten Male Zeltlager, was da für Musik lief und so, ne? Da kommen dann so Erinnerungen hoch, die Emotionen von damals wieder hochholen. Und das ist sehr spannend. Aber lasst uns mal zum Text kommen. Ich habe mir auch hier den Text einmal ausgedruckt, damit wir das so ein bisschen durchgehen können. Also, Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is, there's no one else to blame. Lasst uns erstmal nur damit beginnen. Hm, allein dieser Part mit: „Ich habe mich heute wieder verletzt, mich selbst verletzt“, kann in verschiedene Richtungen gehen. Im ganz Extremfalle wäre es sich zum Beispiel schneiden, ritzen. Ähm, es kann aber auch sowas sein wie, ähm wie sage ich das? Dass sie sich emotional selber verletzt, indem sie sich selber runtermacht, innerlich abwertet, sich schlechte Dinge sagt, so. Es kann sein, dass sie sich selbst verletzt, indem sie in ein altes Verhalten hineingeht, indem sie sich mit Menschen umgibt, die ihr nicht gut tun, die sie von denen sie vielleicht sogar auch weiß, dass es ihr nicht gut tut. Es kann 'ne Ex-Beziehung sein, es kann Beziehung mit Eltern sein, mit einer bestimmten Freundin oder einem Freund, ähm, den sie wieder begegnet oder die sie wieder trifft, von denen sie aber weiß, das tut mir nicht gut. Es kann auch ein selbstschädigendes Verhalten sein im Sinne von Drogen nehmen, von Alkohol trinken, irgendetwas tun, von dem sie weiß, das ist nicht gut für mich. Das ist überhaupt nicht gut für mich. Das heißt, dieses „Hurt myself again“ ist auf so vielen Ebenen unterwegs und darüber allein können sich so viele unterschiedliche Menschen angesprochen fühlen. So. Hm, und dieses „I've been here many times before“ zeigt einfach, dass es etwas ist, was ihr sehr vertraut ist, was ihr sehr bekannt vorkommt. Das spricht dafür, dass es, wie sage ich das? Wir Menschen, ne, nicht wir Menschen, unser Gehirn sehnt sich nach Vertrautem, sehnt sich nach etwas, wo wir uns sicher fühlen können, im Sinne von, da wissen wir eh, was passiert. Da passiert nichts Unvorhergesehenes. Ja, es verletzt uns, ja, es macht uns ein schlechtes Gefühl und so weiter, aber wir überleben es. Es gefährdet uns nicht. Wir wissen damit umzugehen, wir haben es bis jetzt immer überlebt und dann ging das Leben weiter, passt, super, nehmen wir. So. Dem Gehirn geht es nicht darum, nach etwas zu suchen, was uns total glücklich macht, sondern das Gehirn sucht nach etwas, was kontrollierbar ist, was unser Überleben sichert, wo wir eine Strategie für entwickelt haben, um damit irgendwie einen Umgang zu haben. Alles, was neu ist erst mal unsicher. Selbst wenn es am Ende besser wird, ne? Und oftmals müssen wir den Weg quasi deswegen gegen Widerstand des Gehirns gehen. Es kostet so viel mehr Energie, so viel mehr Kraft, das auszuhebeln und etwas anderes zu tun, um dann immer wieder ganz bewusst die Erfahrung zu machen, das ist besser als das Alte, das ist besser als das Alte. Damit das Gehirn irgendwann sagt: „Ah, na gut, okay. Vielleicht gibt es uns sogar ein bisschen mehr Energie oder es klaut uns weniger Energie, wenn wir das Neue machen.“ So, aber es braucht Überzeugungsarbeit, so. Weil das erste Mal wird ausgehebelt vom Gehirn mit: „Na, es kann ja auch nur ein Zufall gewesen sein, hast Glück gehabt“ oder was auch immer, so. Ähm, das heißt, es braucht viel Überzeugungsarbeit. Und deswegen, das Gehirn will in der Komfortzone bleiben, um so viel Energie wie möglich zu sparen, weil das Gehirn sowieso schon unglaublich viel Energie verbraucht über den Tag, als für den ganzen Alltagskram. Deswegen ist das so schwer, diese Muster zu durchbrechen und deswegen landen wir immer dort, wo wir eigentlich nicht mehr landen wollen. Und was auch spannend ist, gerade an dem Punkt, wo wir anfangen, etwas zu verändern, wo wir merken: „Okay, es hat sich auch schon angefangen, etwas zu verändern. Ich bin weitergekommen. Ich, ähm, lebe so viel besser.“ Kommt es plötzlich das Alte noch mal so richtig fett um die Ecke und will uns noch mal davon überzeugen, diesen alten Weg zu gehen, weil der war so viel besser, so viel sicherer, in Anführungsstrichen. So, ähm, weil auch dort oft genug 'ne Identitätsebene mit reinkommt. Also, das eine ist der Punkt von: „Ich möchte nicht mehr, dass es mir so schlecht geht. Ich möchte nicht mehr das durchleben. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte glücklicher sein.“ Und das Gehirn sagt: „Ne, das kostet zu viel Energie, jetzt hier irgendwie alles umzustellen, nur damit du glücklicher bist“, so. Hm, und auf der anderen Seite, hm,
Was wollte ich gerade sagen? Faden verloren? Ach, genau. Auf der anderen Seite geht es hier um eine Identität. Das heißt, wenn wir über so viele Jahre etwas gemacht haben, immer und immer wieder, dann verknüpfen wir das mit unserer Identität. So bin ich halt. Das habe ich schon immer so gemacht. So bin ich. So. Hm, ich bin die, die sich immer selbst verletzt. Ich bin die, die schon seit Jahren mit Depressionen zu tun hat. Ich bin die, die 'ne Wutthematik hat. Ich bin die, die unkreativ ist und so weiter und so fort. So, wir verknüpfen das mit unserem Selbst, wer wir sind. Aber es ist nur eine Geschichte. Aber es fühlt sich so elementar an. Und wenn das plötzlich sich verändert, wenn ich das plötzlich aufgebe, aber noch gar keine neue Idee oder Geschichte davon habe, wer ich eigentlich bin, wenn das Alte wegfällt, das macht so viel Angst. Das ist 'n Identitätsverlust. Und dann kommt das Alte um die Ecke und sagt: „Bist du dir wirklich sicher, dass du mich loswerden willst? Weil wer bist du denn dann?“ Und dann kommt meistens erst mal Leere und keine Idee. Und das macht uns noch viel mehr Angst als: „Ja gut, aber bei dem anderen weiß ich wenigstens, wer ich bin.“ Und dann gehen wir wieder zurück zum Alten. Ja, ich würde noch mal zurückspulen und noch mal, weil ich habe jetzt schon wieder so lange gequatscht, ne? Ich verzettel mich dann immer so schön. So. And for me, I am small and needy. You warm me up and breathe me. Ja, wir haben jetzt nicht noch mal den ganzen Refrain gehört, aber dieses: „Sei mein Freund.“ Ich gucke hier noch mal auf mein Zettelchen, ne? Halte mich, wickel mich ein oder umhülle mich sozusagen, und dann entfalte mich. Ich bin klein und ich bin bedürftig, wärme mich und atme mich. Es hat so viele verschiedene Ebenen, ne? Es klingt erst mal so, als würde sie das an jemand anderen adressieren, jemanden im Außen. Hm, und es kann sein, wenn wir vorher in der Dynamik waren von jemandem, dass sie sich an jemanden gewandt hat, der ihr nicht gut tat, der sie verletzt hat, so. Dass sie mit ihrem Verhalten wieder zu dieser Person zu gehen, sich selbst verletzt hat, gleichzeitig ihn bittet, sich um sie zu kümmern. Weil das ist oft so 'ne Täter-Opfer-Dynamik, ne? So dieses, wir wollen so gerne, dass derjenige, der uns verletzt hat, uns dann wieder tröstet und Komfort gibt und Sicherheit gibt und sagt: „Es ist alles gut, du bist gut“, so. Es kann aber auch sein, dass sie zu jemand anderem geht, 'nem Freund, Freundin, Partner, Familienmitglied, was auch immer, Therapeut, und diese Bitte dort vorbringt. Vielleicht ist es auch an jemand Höheren gerichtet, an 'ne göttliche Macht, Spiritualität, so. Vielleicht ist es an sich selbst gerichtet. Ähm, so oder so ist die Message: „Tu etwas mit mir. Ich bin klein, ich bin bedürftig, halte mich, wärme mich, falte mich zusammen, falte mich wieder auf. So, mach irgendwas mit mir, dass es mir besser geht.“ So würde ich das jetzt lesen, ne? Das ist dieses: „Ich weiß nicht, was mir hilft. Tu irgendwas, damit ich mich besser fühle, damit es mir besser geht. Ich kann nur spüren, dass ich mich klein fühle. Ich kann nur spüren, dass ich mich bedürftig fühle.“ Und vielleicht hat sie schon Erfahrung damit, ne, das gehalten werden, das gewärmt werden und all diese Sachen, ähm, ihr gut tun. So, weil da 'ne Verbindung entsteht zu jemand anderem im Außen. Aber auch wenn sie das mit sich selbst macht, ne, wenn manchmal kann man sich gut vorstellen, ich mache das manchmal, dass ich mir vorstelle, dass es noch mal eine Version von mir gibt, die einfach komplett in ihrer Liebe ist, die in ihrem Selbstwert ist. Vielleicht sogar besonders bewusst und besonders klar ist. So, ne? Und dass diese Version von mir mich dann hält, mich liebt, mich in den Arm nimmt. Und das kann sehr, sehr, sehr kraftvoll sein. Es muss ein bisschen geübt werden, dahin zu kommen, besonders in diesen ganz, ganz schlimmen Momenten. Deswegen
Habe ich angefangen mit ganz kleinen Momenten, einfach so im normalen Alltag. So ich mit mir hier auf der Couch. Klingt ein bisschen verrückt. Aber es ist gemacht. Es ist bewusst eine Methode, eine Technik. Es ist nicht, dass ich den ganzen Tag hier mit ganz vielen Versionen von mir durch die Gegend zottel und das nicht aufhalten kann, sondern es ist eine ganz bewusste Technik. Hm, aber oft genug ist es ja erst mal nur der Wunsch nach außen, dass da irgendjemand ist, der einem Halt gibt, der einem Stabilität gibt, der einem wieder das Gefühl gibt, im Leben zu sein, sich selbst wieder wahrzunehmen. So, gerade wenn wir jetzt vielleicht auch wirklich davon sprechen, dass sie sich körperlich verletzt hat. Passiert diese körperliche Verletzung ja oft aus einem Punkt heraus, wo man sich taub fühlt, wo man das Gefühl hat, man kann nichts mehr richtig spüren, man kann sich nicht mehr richtig spüren, man kann das Leben nicht mehr richtig spüren. Oder wenn man das Gefühl hat, der innere Druck ist zu groß, die inneren Emotionen sind zu stark und ich halte das nicht mehr aus. Und alles, was ich machen kann, ist quasi einen Gegendruck zu erzeugen, einen Gegenschmerz zu erzeugen, wo mein Fokus draufgehen kann. Für manche ist es auch, dass sie quasi wie so ein Tor öffnen, wo dann all das, was von innen drückt, rausfließen kann. Auch das gibt es. Also, es gibt auch da wiederum verschiedenere Geschichten, Perspektiven, inwiefern es nützlich sein kann, in diesen Selbstschmerz zu gehen und gleichzeitig sich kurz danach ganz schlecht zu fühlen, dass man das getan hat. Und diese Dynamik da drin. So, diese Scham auch und diese Schuldgefühle, die sind oft mit das Schlimmste. Und dann jemanden zu haben, der einem sagt: „Es ist alles gut. Ich bin da für dich. Ich halte dich. Ich gehe nicht weg." So, wo wir doch genau dazu neigen, ne, wenn wir so in unserer Scham und unserer Schuld sind, von uns wegzugehen, weil wir das nicht haben wollen. So. So, weiterhören. Ouch, I have lost myself again. Lost myself and I am nowhere to be found yet. I think I might break. Lost myself again and I feel hindsight. Be my friend. Hold me, wrap me up, unfold me. I am small and need you, warm me up and breathe me, be my friend. Hold me, wrap me up, unfold me. I am small and need you, warm me up and breathe me. Okay, bevor wir jetzt weiter gucken, lasst uns mal den nächsten Part noch mal angucken. I have lost myself again. Lost myself and I am nowhere to be found. Yeah, I think I might break. Lost myself again and I feel unsafe. Das klingt schon ein bisschen mehr nach einem normalen Alltagsthema. So. Es geht hier schon in so eine Richtung, wenn sich jemand regelmäßig selbst verliert, dann ist da ein tieferes Thema. Und es kann, wie gesagt, auch hier so viel sein, ne? Vieles, was ich schon angesprochen habe. Und wenn man es ganz, ganz, ganz pragmatisch nimmt, um hier mal so ein bisschen den hm, ich gehe mal anders gehe es mal anders an. Wenn man es ganz pragmatisch sieht, dann kann man sich natürlich nicht selbst verlieren. So, das ist nur die Geschichte, die wir uns erzählen. Weil ich bin halt in meinem Körper drin. Ich bin mit meinen Gedanken
bin, mit all dem bin ich immer da. Es ist ja nicht, dass ich morgens aufwache und: „Huch, wo ist mein Körper hin?“ Oder: „Wo ist mein Geist hin?“ Weil dann könnte ich schon wieder gar nicht mehr denken: „Wo ist mein Geist hin?“ Das heißt, rein praktisch kann ich mich gar nicht verlieren. Niemals. Aber das, was ist das Gefühl, uns zu verlieren. Und auch das geht natürlich nicht zur Gänze, sondern es geht um etwas ganz Spezifisches, was wir quasi verloren haben. Und da ist immer genau die Frage: „Was habe ich verloren?“ Was ist das, ähm, was ich glaube, was weg ist? Und das Spannende ist ja, verloren heißt ja nicht, dass es wirklich weg ist, sondern es ist ja immer da, immer in uns. Wir können es immer wieder finden, sozusagen. Wir haben nur Angst, dass wir es nicht mehr wiederfinden. So. Aber es geht hier eher dann um eine Wertegeschichte oft, ne? Also oder auch eine Identitätsgeschichte, hm, wo wir das Gefühl haben, ich gehe von etwas weg, was mir so unglaublich wichtig ist eigentlich, dass ich aus irgendwelchen Gründen, wie gesagt, davon weggegangen bin und diesem Wert nicht mehr im Blick behalten habe und plötzlich etwas anderes gemacht habe, was sogar vielleicht dagegen spricht. So, das kann oft passieren in Beziehungen zum Beispiel, dass sich Menschen mit ihren Werten, mit dem, wie sie eigentlich leben, was ihnen wichtig ist, was ihre Hobbys sind, all dem anfangen so anzupassen an das, was sie glauben, was die Beziehung ausmachen sollte oder was sich der Partner, das Gegenüber wünscht, dass sie anfangen, ganz viel von sich aufzugeben und sich in das hinein zu manövrieren, was quasi die Werte oder Ideale vom Partner sind oder was sie glauben, was die Ideale der Beziehung sein sollten und die Werte und sich dementsprechend verhalten und irgendwann merken: „Huch, aber was ist denn mit meinem Ursprung, mit meinem Kern, mit meinen Wünschen, mit meinen Werten? Wo ist das hin? Warum habe ich das nicht mehr gelebt? Warum kann ich es nicht mehr spüren? Warum kann ich es nicht mehr wahrnehmen? Wo ist die starke, selbstbewusste Frau hin? Wo ist, die Leichtigkeit hin oder was auch immer wir dann quasi vermissen in dem Moment. Meistens geht es um solche Dinge, dass wir nicht das Gefühl haben, an sich, wir haben uns verloren, sondern wir haben einen Teil von uns verloren, der uns sehr, sehr wichtig war. Ja, und dann haben wir das Gefühl, dass da so viele andere Dinge davor stehen, dass wir das nicht mehr sehen können, nicht mehr finden können, was wir da verloren haben vermeintlich. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, mhm, selbstbewusste Frau, selbstbewusster Mann, geht in eine Beziehung rein und ein altes Bindungsmuster springt vielleicht wieder an, wo man das Gefühl hat: „Boah, der andere ist so toll, ich will den auf gar keinen Fall verlieren. Ich muss ihn davon überzeugen, dass ich auch toll genug bin, dass man bei mir bleibt und mich nicht verlässt.“ Und dann fangen wir an zu gucken: „Okay, was sind denn die Sachen, die ich an mir anstrengend finde? Oder gibt es irgendwelche Zeichen, was der andere vielleicht anstrengend findet? Und was könnte das für mich bedeuten? Wie könnte ich mich mehr anpassen, damit die Person sich bloß nicht genervt fühlt oder, verletzt fühlt oder was auch immer?“ Und allein aus dieser Struktur heraus, das ist ja so viel Unsicherheit, dass wir quasi uns so fokussieren auf diese Unsicherheit, dass wir die Sicherheit gar nicht mehr wahrnehmen, die eigentlich da war und so weiter und so fort. Ja, hm, und mit diesem dieser Schlusssatz: „Ich fühle mich unsicher, unsafe“, also im Sinne von Sicherheit, ne? Nicht, unsure, sondern unsafe. Das heißt, wenn man sich selbst verloren hat, in Anführungsstrichen, was wir gerade besprochen haben, dann kommt immer der Punkt, wo wir das Gefühl haben: „Ich weiß nicht mehr so richtig, wer ich bin.“ Und dann kommt das Gefühl von Bedrohung rein, von Identitätsverlust. Dann geht das Gehirn auf Alarm und sagt: „Oh, oh, 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 Überleben sichern.“ So, weil es natürlich nicht unterscheidet zwischen realer Bedrohung, sondern das, was sich bedrohlich anfühlt. Und die Bewertung von: „Ich habe einen Teil, der mir unglaublich wichtig ist, verloren“, ähm, fühlt sich an wie eine echte Bedrohung, eine echte Lebensbedrohung. So. Und dann passiert genau das, dass so 'n Kampffluchtreflex angeschmissen wird, ganz viel Adrenalin wird ausgeschüttet, ganz viel ganz viel Ängste von: „Was ist, wenn ich mich nicht wiederfinde? Was, wenn das? Was, wenn dies?“ und so weiter und so fort. „Was bedeutet das jetzt für mich? Was sagt das über mich aus?“ Dann kommt vielleicht so 'ne Selbstabwertungsspirale und so weiter und so fort, ne? Und, ähm, das gibt das Gefühl, nicht sicher zu sein. Es kann aber auch sein, wenn sie in dieser Geschichte ist, dass sie vielleicht wirklich sich darüber verletzt, dass da jemand
dass sie immer wieder zu einer Person geht oder mit einer Person ist, die ihr nicht gut tut, die sie vielleicht körperlich verletzt oder seelisch verletzt. Auch da, klar, fühle ich mich nicht sicher. Wie auch. So. Auf der anderen Seite gibt das Vertrauen auch wieder Sicherheit. Aber dann in den Momenten, wo es besonders schlimm ist oder wo wieder verletzt wurde, fühle ich mich natürlich nicht mehr sicher. Ja, weiter. That was a good drum break. Schön. Ja, also, das war sehr, sehr schön. Die ganze musikalische Aufmachung, ne, auch mit dem Streicher, ähm, mit dem Bass. Was hatten wir noch? Ich glaube Klavier, genau. Ähm, ganz, ganz wunderschön und auch die Stimme, ne? Ich finde es ganz, ganz schön. Ich musste so lächeln, als sie den Part mitgesungen hat von, ich weiß gar nicht, ist es ein, ähm ach Gott, ich schmeiß immer die ganzen Instrumentennamen durcheinander, besonders bei den Streichern. Es ist kein Kontrabass gewesen, oder? Wie auch immer. Ähm, da hat sie mitgesungen und hat quasi den Part dieses Streichers gesungen. Und ich kenne das so gut von mir. Manchmal singe ich überhaupt nicht die Texte mit, sondern dann irgendwie 'n Gitarrenpart, so Gitarrensolos kann ich mitsingen. Ähm, der Rest ist mir egal, wenn da drüber gesungen wird, so. Oder dass ich dann irgendwie, Schlagzeug mitsinge oder Bassline oder was auch immer, Klavier, ähm, weil das für mich dann in dem Moment der emotionalere Part ist als das, was gesungen wird. Und ich fand das so schön, das zu sehen, wie sie das macht. Ja. So, ich glaube, das Video ist wieder lang genug geworden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wahrscheinlich habe ich wieder andere Varianten, andere Betrachtungsmöglichkeiten, Perspektiven übersehen. Wenn ja, gerne in die Kommentare. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wie sie das gemeint haben könnte? Wie hat euch der Song gefallen? Was macht der Song mit euch? Was bedeutet er euch? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken, kommentiert, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr ganz bald mehr von mir seht. Natürlich auch SEA unterstützen. Original, gerne. Das verlinke ich euch hier auch oben noch mal in der Ecke. Auch das liken, supporten. Und ja, wenn ihr Wünsche habt,
gerne in die Kommentare für weitere Songs, weitere Videos und, ja, ich freue mich auf bald.